Wir fangen dort an, wo wir letztes Mal aufgehört haben, liebe Freunde. Es ist immer noch spät nachts, Rita schläft hoffentlich immer noch unten im Erdgeschoss wie ein Baby und ich befinde mich immer noch hier inmitten der Lego-Stadt, weil ich euch heute nochmal ein paar Neuerungen und auch zukünftige Projekte zeigen möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir schwenken die Kamera und ich zeige euch, was wir noch so gemacht haben bzw. vorhaben. Auch hier im hinteren Bereich der Downtown, wo die Ghostbusters Feuerwehr ist, hat sich einiges getan. Hier ist jetzt alles viel grüner geworden. Ich finde die Pflanzen hier sehr gelungen. Hier blüht es in Rot und hier in Rosa. Hier ist wieder ein Papagei auf dem Baum, also das sieht wirklich total nett aus. Und auch wenn ihr hier den Blick nach rechts mit mir schweifen lässt, wo noch viel getan wird, übrigens dort hinten auf der Platte kommt die Erweiterung des Wohnbereichs hin und hier auf diese Platte haben wir noch geplant, dass wir einerseits vielleicht noch irgendwo ein Eisenbahngleis verlegen, ich weiß es noch nicht genau. Andererseits möchten wir dort vielleicht auch noch ein paar Gebäude hinstellen. Wir haben ja noch die ein oder andere wahre Rarität in unseren Archiven. Mal sehen. Auf jeden Fall ist hier hinten, das sieht man jetzt von hier nicht ganz so gut, auch schon einiges passiert. Hier gibt es neue Bäume, hier gibt es neue Palmen, hier gibt es auch neue Leute. Also auch der Wohnbereich nimmt langsam Form an. Und ja, nochmal zurück zum Einkaufszentrum. Hier hat sich ja seit dem letzten Video noch nichts getan. Da sind wir aber akribisch dran am Arbeiten. Wir wollten einfach, dass hier der Bereich etwas offener ist, dass das nicht alles so eng hineingebaut wird, da das Center ja doch sehr groß ist und hier schon ordentlich Platz sein soll. Vielleicht hinten auch irgendwo ein kleiner Parkplatz oder so. Das wissen wir noch nicht so genau. Auf jeden Fall sind wir mit der Optik des Einkaufszentrums momentan ganz zufrieden. Vielleicht werden wir bei der Fassade noch die ein oder andere Änderung vornehmen. Auf jeden Fall für das, dass das unser erstes größeres Mock ist, kann man da schon ganz zufrieden sein. Ich nehme euch jetzt wieder mit in den Untergrund, denn wir haben noch einiges zu zeigen. So, hier sind schon wieder heraus und ihr seht vielleicht, es hat sich hier Folgendes getan, und zwar die Baustelle ist weg. Sie ist nicht ganz weg, sie wurde nur verschoben. Die Baustelle war so, ja, ich will nicht sagen ein Sorgenkind, aber irgendwie, sie hat total cool ausgesehen und jeder war begeistert vom Kran und so weiter, aber sie hat hier auf diesem Platz, der so schön übersichtlich war, bevor die Baustelle gebaut worden ist, irgendwie ein bisschen gestört. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben hier jetzt den Platz freigeräumt. Hier diese Güterkranwaggons sind noch letzte Reminiszenzen von dieser antiken Zeit, die schon lange zurückliegt, seit heute Nachmittag ungefähr. Und hier haben wir vor, dass wir die Stadt noch ein wenig nach hinten erweitern. Lego kommt ja, ich hoffe, auch in Zukunft wieder mal mit so tollen Creator-Häusern raus und da brauchen wir Platz. Außerdem haben wir noch, wie schon gesagt, die ein oder andere Setnummer, die wir hier nicht verbaut haben. Und die Baustelle, da haben wir jetzt mal angefangen, dass wir die Sets hier hinten an die Rückseite des Einkaufszentrums platzieren. Das hat den Grund, dass die Rückseite des Einkaufszentrums nicht besonders hübsch ist. Das ist einfach ein Riesenklotz in beige. Und wir haben schon überlegt, ob wir nicht an die Rückseite irgendwie noch eine Art Parkgarage bauen oder ob das Einkaufszentrum noch erweitert wird. Jetzt für den Moment ist hier hinten auf jeden Fall mal die Baustelle und das sieht im Moment mal so aus, als würde dort gebaut werden, was auch immer. Das ist natürlich noch nicht fertig. Wir werden euch dann updaten, wenn die Baustelle dann mal soweit ist. Und ich hoffe auch, diese Brücke wird irgendwo mal noch Platz finden, denn die gefällt uns sehr gut. Das Problem ist, sie ist leider ein bisschen zu niedrig, dass man mit der Eisenbahn unten durchfahren kann. Das ist sehr schade. Und irgendwo werden wir bestimmt einen Platz finden dafür. Hier im hinteren Bereich ist jetzt natürlich momentan ein großes Chaos. Da sind wir gerade ein bisschen am Zusammenräumen. Das lässt sich aber nicht vermeiden, da wir doch einen ganz schönen Teil der Stadt auch bewegt haben in den letzten Stunden. Und auch hier sieht der Experte, dass sich die ein oder andere Änderung ergeben hat. Moment, ich habe zuerst hier
bei diesem Verladeterminal die Fenster ausgetauscht. Da waren nämlich graue drin und es gehören ja original weiße rein. Also das ist jetzt auch genauso wie es sein sollte. Da fehlt nur der Sticker auf der linken Seite. Dann haben wir zwei komplette Verladeterminals. Und ich habe mich hier jetzt mal ein bisschen gespielt und wir haben ja beim letzten Video habe ich gesagt, dass wir einfach mal unsere Züge ein bisschen fahren haben lassen und die Seele gebaumelt ist, wie es sein sollte. Und ja, da sind noch ein paar Reststücke davon zu sehen. Wir haben da die Züge aufgebaut und sind hier auf unserer Couch gesessen, haben ein bisschen an die ganze Planung der Hochzeit gedacht, haben nebenbei Figuren sortiert und ja, Zug gefahren und das war eine wirklich schöne Zeit, eine kleine Auszeit, die wir uns hier auch manchmal genommen haben, eine richtige Erholungsoase ist das hier für uns und das sind natürlich jetzt, weil wir die ganzen Züge fahren haben lassen, ziemlich viele Züge auf den Gleisen. Das ist jetzt mal so eine kleine Probe, Version, wie es aussehen könnte. Hier habe ich zum Beispiel mal die alten 9-Volt-Züge so hingestellt, dass es gerade aussieht, als würden die verladen werden und die Container auch alle aufgebaut. Hier zum Beispiel mit den Autochens aus diesem blauen Zug, den 4560 und auch der 4559 wird hier gerade für die Abfahrt bereit gemacht. Hier steigen gerade noch Leute ein und ich habe auch gerade gesehen, dass noch ein Cargo-Mitarbeiter die letzten Container kontrolliert hat, ob auch nichts bei der Fahrt runterfällt. Also das sieht jetzt schon ein bisschen belebter aus. Wir haben wieder zu wenige graue Platten gehabt. Dann sieht das natürlich schon um einiges netter aus wieder. Aber ja, was soll man machen? Das ist halt das Problem. Wir bestellen in großen Mengen, aber es ist meistens immer zu wenig. Irgendwann wird es dann bestimmt mal so sein, dass wir sagen können, jetzt haben wir alle Bodenplatten verbaut und es ist gut so, weil man keine Tischplatte mehr sieht. Gehen wir weiter. Hier hinten hat sich nicht viel getan im Moment. Wir warten immer noch auf unsere Bestellung mit 15 weißen Bodenplatten, mit denen wir dann das Winterdorf dort hinten fertig bauen können. Wir haben hier diese kleine Bergkette fertig gebaut auf beiden Seiten, wenn ihr das mal begutachten wollt. Da hat man bis vor kurzem noch die bunten Steine, die als Stütze drinnen stehen, durchgesehen. Jetzt ist aber hier dieser Berg fertig. Er wird dann wahrscheinlich noch hier nach hinten, da wird noch eine kleine Platte eingesetzt und dann geht es hinter oder rund um die Säule weiter und hier nach hinten, vielleicht auch in einer Kurve, dass das alles schön natürlich aussieht. Und wie gesagt, hier, da ist der große, Winterdorf-Schrottplatz im Moment. Hier werden noch weiße Bodenplatten verlegt und dann haben wir auch für alle Gebäude des Winterdorfs genug Platz und das sieht dann sicher ganz nett aus. Das wird relativ bald fertig werden, hoffe ich, wenn mal endlich die Bodenplatten kommen würden. Die haben wir auch auf Bricklink bestellt, aber das mit der Post dauert alles relativ lang. Im Vergnügungspark gibt es ein paar kleine Änderungen, die aber wahrscheinlich für euch jetzt momentan nicht so relevant sind. Wir haben zum Beispiel hier beim Dinosaurierbereich unseres Parks solche Dinge wie dieses kleine Schild hier montiert, dass auch die Leute wissen, dass es sich hierbei um eine Dinosaurierattraktion handelt. Es sind ein paar neue Figuren dazugekommen, ein paar neue Blumen. Ich glaube, Rita hat hier ein paar Spinnen im Gruselpark gesetzt, aber hier, der Vergnügungspark ist eines unserer Herzensangelegenheiten. Es soll mal alles so toll aussehen wie hier der Bereich rund um die Apocalypseburg, wo also wirklich alles so richtig schön eingebaut ist und alles richtig fertig aussehen soll. Das ist aber so ein großes Projekt, fast so wie die Innenstadt dort drüben. Das wird sicher noch den ein oder anderen Tag hier in der Lego-Stadt in Anspruch nehmen. Wir planen auch den Campingplatz etwas zu vergrößern. Da haben wir hier dann gerade genug Platz dafür. Die Wohnwagen stehen nämlich hier schon sehr eng nebeneinander und das soll dann auch nicht sein. Der Camper will ja seine Freiheit haben und seine Ruhe, das geht dann nicht und da soll dann schon ein bisschen ein Platz sein. Hier planen wir übrigens für die Campinggäste einen
mehr oder weniger exklusiven Privateingang in den Vergnügungspark, und der Haupteingang des Vergnügungsparks wird wahrscheinlich irgendwo dort hinten, wo die Achterbahn ist, sein. Da werden wir auch noch ein großes Eingangstor und so weiter machen. Das müssen wir uns mal ansehen. Wir haben auch schon wieder Blumen vorbereitet für den Park, also das sind lauter so Kleinigkeiten, die schön sind, aber relativ viel Zeit in Anspruch nehmen. Hier das Haunted House funktioniert leider zum Teil immer noch nicht so perfekt. Die Barracuda Bay wird hier immer wieder nach vorne und nach hinten geschoben. Wir planen ja hier eine etwas größere Wasserversion, wo also das ganze Wrack und auch dann zusätzlich hier diese Piratenachterbahn im Wasser fährt. Das fänden wir total cool. Ja, dann gibt es megamäßig viele Harry Potter Sets. Ihr habt vielleicht das ein oder andere Review schon von uns gesehen. Wir haben uns die Sets gekauft und auch schon aufgebaut, zum großen Teil. Das heißt, hier wird Hogwarts jetzt demnächst mal wieder um das ein oder andere Set erweitert. Wir haben diesen Riesen, wir haben den Ligusterweg, wir haben den Fuchsbau, wobei wir sogar am Überlegen sind, ob wir da nicht das ein oder andere Set sogar in den Wohnbereich transferieren werden, weil die Simpsons wohnen ja bei uns auch im Wohnbereich und nicht im Vergnügungspark. Also das würde vielleicht sogar passen, und hier haben wir jetzt mehr oder weniger noch eine ganze Platte mit 2 Quadratmetern, die man füllen könnte mit den Häusern des Wohnbereichs. Hier zum Beispiel auch dieses Bricklink-Set, welches wir auch noch nicht fix platziert haben. Und hier ja am Boden stehen lauter Kisten mit verschiedenen Sachen, die wir in der letzten Zeit gekauft bzw. aufgebaut haben. Hier alle möglichen Polybags hier für den Unterwasserbereich. Hier ein Stand für den Vergnügungspark, das ist der Ligusterweg, und hier haben wir noch das ein oder andere Set von Light Go, was zur Beleuchtung von Sets sehr dienlich sein wird, mehr dazu aber später. Also wir beginnen jetzt auch langsam damit, unsere Lego-Stadt zu beleuchten. Das dauert aber bestimmt noch ein bisschen, aber wir treffen schon mal diverse Vorbereitungen. Ihr habt uns empfohlen, dass wir damit bald beginnen sollen, da es immer schwieriger wird, dann die ganze Stadt zu beleuchten, wenn alles fix und fertig aufgebaut ist und man die ein oder andere Vorkehrung schon im Voraus treffen sollte. Wie gesagt, hier im Wohnbereich, schaut euch mal diese coole Szene hier an. Also das sieht mit den neuen Bäumen und der ganzen Population und den Autos schon ganz nett aus, finde ich. Hier ist auch hinten ein neuer Park. Oh, da habe ich euch jetzt, das zeigen wir euch beim nächsten Mal. Ein kleines Detail, welches wirklich sehr toll geworden ist. Das sind einfach so kleine Momente, so kleine Szenen, die uns immer wieder sehr gut gefallen. Hier auch der neue Eiscreme-Truck, der hier schon sehr gut im Geschäft ist und viel Eis verkauft hat. Das heitert uns einfach immer wieder auf. Hier auf dieser Platte hat sich, wie gesagt, noch nicht viel getan. Hier kommt noch Platz für den Innenstadtbereich, wird das sein. Unser Radio musste leider um etwa 1 Meter in Richtung Wand wandern. Der ist jetzt immer schon zu Baustellenzeiten hier an dieser Säule gestanden, jetzt aber nicht mehr, aber macht nichts. Er spielt trotzdem Musik. Ich habe es jetzt nur ausgemacht, dass ihr mich gut versteht. Ja, und hier, wir werden euch demnächst sicher auch mal den Zoo zeigen. Da sind wir auch noch gerade dabei, den schön hineinzubauen in die Stadt. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen den Bahnhofsbereich gestalten und werde sagen, dass ich jetzt dann mal schauen gehe, ob Rita noch schläft und wir uns dann bestimmt demnächst wieder mal sehen, oder? Also dann baut was Schönes und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!